Hat das deutsche Finanzamt wirklich neue Tricks auf dem Lager, um dir die Auswanderung so gründlich zu versauern? Hat sich da nun 2025, 2026 etwas geändert? Mit dieser interessanten Frage wollen wir uns einmal in diesem Video auseinandersetzen. Noch ein kurzer Hinweis in eigener Sache: Wenn auch du darüber nachdenkst, auszuwandern, aber du jede Menge Fragen steuerlicher und rechtlicher Art hast, dann lade ich dich herzlich ein zu unseren Veranstaltungen und Seminaren. Zum Beispiel veranstalten wir regelmäßig in Zürich Veranstaltungen wie Auswandern in die Schweiz, wo wir 2 Tage lang uns sehr intensiv mit steuerlichen Fragen in der Schweiz, also natürlich zum deutschen Steuerrecht auseinandersetzen, was das Auswandern wirklich bedeutet für Unternehmer, Freiberufler und Privatiers. In der gleichen Woche machen wir dann auch noch einen eintägigen Workshop zum Thema Auswandern nach Irland, ebenfalls ein sehr interessantes Land, wo Auslandseinkünfte steuerfrei sind. Und dann auch noch unser zweitägiges Seminar Auswandern als Investor oder Trader, wo du lernst gemeinsam mit Jay Medro und mir, wie man Kapitaleinkünfte im Ausland möglichst steueroptimiert oder steuerfrei vereinnahmen kann und vom eigenen Kapital möglicherweise steuerfrei leben kann. Diese Events finden regelmäßig in Zürich statt. Termine auf unserer Webseite, Link dazu in der Beschreibung dieses Videos. Nun aber zurück zum eigentlichen Thema. Uwe hat uns ein Video geschickt. Vielen Dank, Uwe. Er hat uns gebeten, dieses Video zu kommentieren. Übrigens möchte ich an dieser Stelle nochmal euch alle gerne dazu einladen, uns Ideen für Videos zu schicken. Wenn auch ihr ein Video auf YouTube gesehen habt oder einen Artikel gelesen habt oder eine Frage habt, die euch auf dem Herzen brennt zum Thema Auswandern, Steuern und Recht, dann kontaktiert uns bitte. Lasst uns eure Zuschriften zukommen. Auf unserer Webseite perspektiveausland.com findet ihr unten links die Möglichkeit, uns eine E-Mail zu schicken oder auch ein Formular auszufüllen, wo ihr einen Gast oder ein Thema vorschlagen könnt. Wir freuen uns über alle Zuschriften. Fast alle Videos auf diesem Kanal sind inspiriert durch Zuschriften aus unserer Community und natürlich auch aus der Beratungspraxis. Also Uwe, vielen Dank an deine Zuschrift und wie gesagt, ich lade euch alle ein, uns auch eure Vorschläge zukommen zu lassen. Wir können natürlich nicht zu jedem einzelnen Vorschlag ein Video machen, aber wenn es so ein interessantes Thema ist wie dieses, dann machen wir das natürlich gerne. Übrigens veröffentliche ich hier das Video, um das es geht, nicht und auch den Creator dieses Videos nicht. Ich habe keine Lust, mich dann mit denen und deren Rechtsabteilung auseinanderzusetzen, wenn ich sie möglicherweise verunglimpfe in ihren Augen. Aber Uwe, wenn du willst, kannst du natürlich gerne hier in den Kommentaren das besagte Video verlinken. Also, um was geht es bei diesem Video? Das Video ist von einem Dienstleister, der offenbar Deutschen dabei hilft bei der Abmeldung und bei der Auswanderung. Laut eigenen Angaben hat er schon Zehntausenden dabei geholfen. Ob das stimmt oder nicht, lässt sich nicht verifizieren. Man kann ja alles heutzutage auf YouTube behaupten, aber jedenfalls, wenn es wirklich so ist, muss man sagen, dass er sich nicht besonders gut mit den steuerlichen Themen rund um die Auswanderung auskennt. Er beschreibt dort, dass das Finanzamt nun neue Möglichkeiten hat, dir die Auswanderung zu vermiesen, dir einen Strich durch die Rechnung zu machen. Er redet von Auswanderern, die perfekt vorbereitet sind, dann aber im letzten Moment letztlich die Auswanderung canceln müssen, weil das Finanzamt in die Trickkiste gegriffen hat und dort neue Möglichkeiten hat. Er spricht zum Beispiel von Änderungen bei der Wegzugsbesteuerung. Er spricht dann auch vom neuen Informationsaustausch nach OECD, CRS und schließlich sagt er auch noch, dass das Einzige, was dir hilft, um der erweitert beschränkten Steuerpflicht zu entkommen, eine steuerliche Ansässigkeitsbescheinigung ist. In all diesen Punkten sind natürlich wahre Aspekte enthalten, aber alles zusammengemischt, so wie er das präsentiert, ist das ehrlich gesagt ziemlicher Unsinn. Kein Wunder also, dass es hier keinerlei Quellenangaben in seinem Video gibt. Jeder seriöse Creator, jeder seriöse Experte zum Thema Steuern und Recht wird immer Quellen nennen, sei es Paragraphen, sei es Gesetze oder auch schlicht und ergreifend andere Artikel, andere Videos, auf die er sich bezieht, dass diejenigen, die es anschauen können, den Kontext verstehen und das Ganze auch verifizieren können. Keine Quellenangaben heißt in den meisten Fällen, dass es komplett unseriös ist. Auf Englisch sagt man, he's talking out of his ass. Ich denke nicht, dass das eine Übersetzung braucht. Kommen wir zu dem ersten zentralen Punkt dieses Videos. Hat sich bei der Wegzugsbesteuerung was verändert? Hat das Finanzamt hier wirklich neue Tricks, um dir die Auswanderung zu vermiesen? Nein, hier hat sich absolut überhaupt nichts verändert. Zwar gab es in den letzten Jahren immer wieder mal Änderungen bei der Wegzugsbesteuerung. 2022 zum Beispiel wurde die zinslose Stundung der Wegzugssteuer bei einem Umzug innerhalb der EU gekippt. Meiner Meinung nach ist das EU-rechtlich bedenklich. Wir haben dazu schon etliche Videos gemacht. Schau es dir gerne an. Dann wurde 2024 beschlossen, dass nun nicht mehr die Wegzugssteuer nur bei Beteiligung an inländischen und ausländischen Kapitalgesellschaften fällig wird, sondern auch bei ETFs, in die du
mindestens 500.000 Euro einbezahlt hast. Das sind grundsätzlich Änderungen, die es in den letzten Jahren gegeben hat. Die Wegzugssteuer wird sich weiter verschärfen in Zukunft. Das ist für mich völlig klar. Aber grundsätzlich hat sich dort am Prozedere hinsichtlich der Wegzugsbesteuerung nichts geändert. In dem Video bekommt man auch den Eindruck, dass die Wegzugssteuer etwas ist, was man so kurz vor der Auswanderung noch bezahlen muss. Also er zitiert hier in dem Video einen Fall, wo dann der Betroffene kurz vor der Auswanderung einen Brief vom Finanzamt bekommen hat und dann sozusagen seine Auswanderung streichen musste. Das ist natürlich absoluter, totaler Quatsch. Lass mich dir den Ablauf kurz erklären. Wie gesagt, also die Wegzugsteuer betrifft all jene, die an inländischen und ausländischen Kapitalgesellschaften beteiligt sind, zum Beispiel GmbHs, zu mindestens 1%. Hierzu musst du dann in der Steuererklärung des Wegzugsjahres die Anlage WAEST ausfüllen, zusammen mit deiner Steuererklärung. Die werde ich jetzt eben mal öffnen. Auch dazu haben wir schon einige Videos gemacht. Also wenn du unserem Kanal folgst, dann sollte dich das hier jetzt nicht überraschen. Hier ist nichts Neues passiert. Anlage WST, die musst du dann für natürlich dein Auswanderungsjahr deiner Steuererklärung beifügen. Am besten sagst du das deinem Steuerberater einfach. Und hier gibt es bei den Fragen 8 und 9 nämlich Punkte, die dann die Wegzugsteuer betreffen. Hier musst du erklären, ob du an einer Kapitalgesellschaft beteiligt warst. Und dann musst du erklären, was der sogenannte fiktive Veräußerungsgewinn ist. Das heißt also, hier musst du dann erklären, ob eine Wegzugsteuer anfällt. Das hängt mit der Bewertung dieser Anteile zusammen. Wie die bewertet werden, auch dazu haben wir viele Videos gemacht. Wir haben auch dazu viel Content auf unserer Webseite. Link packe ich ebenfalls in die Beschreibung dieses Videos mit hinein. Und dann musst du noch erklären, ob du innerhalb von 7 Jahren planst, zurückzukehren. Dann kann nämlich die Wegzugsteuer möglicherweise gestundet werden. Das meistens gegen eine Sicherheitsleistung. Dieses Formular ist fällig mit der Steuererklärung. Also nehmen wir mal an, du willst Ende 2025 auswandern. Dann ist ja mit Steuerberater die Steuererklärung für 2025 im Februar 2027 fällig. Das heißt, in mehr als einem Jahr. Vorher musst du dem Finanzamt überhaupt nichts zum Thema Wegzugssteuer mitteilen. Dann kommt die Veranlagung zur Wegzugssteuer. Das kann dann locker noch mal ein halbes Jahr dauern, vielleicht auch sogar länger. Also tatsächlich wird die Wegzugssteuer, wenn denn überhaupt eine anfällt, in sehr vielen Fällen, gerade bei kleinen Unternehmen, lässt sich die verhindern. Tatsächlich wird die Wegzugsteuer also erst 2 bis 3 Jahre nach deinem Wegzug fällig. Das heißt, du kannst hier im Grunde genommen auswandern und dann auch schon im Ausland leben und irgendwann wirst du dann entsprechend natürlich vom Finanzamt hören und müsstest dann entsprechend auch die Wegzugssteuer bezahlen. Ja, aber hier wird dich niemand daran hindern am Auswandern sozusagen. Natürlich, das Thema musst du sehr gut vorbereiten. Da stimme ich dem Video zu. Du musst vorher mit deinem Steuerberater reden, möglicherweise mit deinem Anwalt und dir überlegen, was ist mein Unternehmen wert? Kommt hier tatsächlich die Wegzugsbesteuerung zustande? Wie gesagt, es gibt viele Wege, das zu vermeiden, ganz legal zu vermeiden. Wir haben dazu etliche Videos gemacht. Schau dir das gerne einmal an. Aber falls die Wegzugsteuer fällig wird, musst du natürlich dann die Mittel haben, um diese zu bezahlen, auch wenn das erst in 2 oder 3 Jahren der Fall wäre. Wenn du nun umgezogen bist und du dich nicht genau darauf vorbereitet hast und dann einen Brief vom Finanzamt bekommst, wo jetzt drin steht, du musst die Wegzugsteuer bezahlen und nehmen wir einmal an, du akzeptierst die Bewertung des Finanzamtes und die steuerliche Festsetzung und kannst aber diese Steuer nicht bezahlen. Nun, was ist dann? Tja, das sind ja einfach mal zivilrechtliche Schulden. Wenn du das Geld nicht hast, um das zu bezahlen, schreibst du eben dem Finanzamt einen Brief und sagst, ich kann die Steuer nicht bezahlen, ich habe nicht die Mittel dazu. Das ist ja keine Straftat. Es ist eine Straftat, möglicherweise Steuern nicht zu erklären oder auf der Steuererklärung zu lügen. Aber wenn du Steuern nicht bezahlen kannst, dann ist das zunächst mal in den meisten Fällen jedenfalls. Es ist beim Thema Umsatzsteuer möglicherweise etwas anders, aber der Einkommensteuer und die Wegzugsbesteuerung ist ja eine Variante der Einkommensteuer. Hast du dann zunächst mal natürlich eine Forderung des Finanzamtes gegen dich. Aber was soll das Finanzamt machen, wenn du im Ausland bist? Tatsächlich haben wir Mandanten, die mit Steuerschulden ins Ausland umziehen. Das ist ja auch komplett legal. Es hindert dich ja niemand am Auswandern, nur weil du Steuerschulden hast. Das Finanzamt ist in diesem Fall wie jeder andere Gläubiger auch. Wenn du andere Gläubiger hast und ins Ausland umziehst, musst du dir überlegen, wie du mit diesen Schulden umgehst. Grundsätzlich bist du natürlich im Ausland lange nicht so einfach greifbar. Wenn du jetzt im EU-Ausland bist, hat das Finanzamt natürlich weitreichende Möglichkeiten, über Amtshilfeverfahren in der EU diese Steuerschuld einzutreiben und dich hier möglicherweise dann auch dinglich zu machen. Aber nochmal, wir reden hier nicht von strafrechtlichen Konsequenzen. Du musst nicht befürchten, dass du in Deutschland am Flughafen dann irgendwie hier festgenommen wirst oder sowas. Wie gesagt, es sind rein zivilrechtliche Forderungen, die hier gegen dich bestehen.
Und ich rate dir natürlich, eine solche Situation zu vermeiden und ich rate dir natürlich, die Steuern zu bezahlen. Das ist ja hundertprozentig klar. Aber wenn du es nicht kannst und im Ausland bist, dann bist du eben im Ausland und kannst nicht bezahlen. Dann bietest du vielleicht dem Finanzamt an, jeden Monat 100 € abzahlen zu können oder findest einen anderweitigen Vergleich. Wie gesagt, vor allem wenn du im Nicht-EU-Ausland bist, hat das Finanzamt dort ehrlich gesagt relativ wenig Möglichkeiten. Hast natürlich noch Vermögen in Deutschland, Konten, Immobilien etc. pp. Dann sieht es schon ziemlich schlecht für dich aus natürlich, weil gegen dieses Vermögen in Deutschland kann das Finanzamt natürlich ziemlich einfach vollstrecken, wenn du Steuerschulden hast. Aber ansonsten, wie gesagt, Steuerschulden sind ganz normale Schulden. Es ist eine ganz normale zivilrechtliche Angelegenheit. Es ist nicht strafbar, deine Steuern nicht zu bezahlen, wenn du sie nicht bezahlen kannst. Aber ich würde dir natürlich immer raten, dich darum zu kümmern. Such dir einen Anwalt, kommuniziere professionell, verstecke dich nicht, fliehe nicht, erwecke nicht den Eindruck, dass du geflohen bist. Und meiner Meinung nach lässt sich mit solchen Schulden vielfach einfacher umgehen, wenn du im Ausland bist. Weil, wie gesagt, die Möglichkeiten des Finanzamts gegen dich im Ausland sind natürlich sehr beschränkt. Also, diese gesamte Panikmache in diesem Video hinsichtlich deiner Auswanderung, die ist sicherlich komplett falsch. Ja, die Wegzugsbesteuerung ist etwas, um die du dich kümmern musst. Aber selbst wenn du jetzt im Ausland bist und dich nicht drum gekümmert hast und selbst wenn du das Ganze nicht mehr retten kannst und selbst wenn herauskommt, dass du Steuerschulden hast, dann wirst du sehen, dass die Welt deswegen in den meisten Fällen eigentlich nicht untergeht. Wobei man hier ganz klar natürlich strafbare Handlungen abgrenzen muss, Steuerhinterziehung etc. pp. Davon rede ich jetzt wirklich nicht. Diesen Unterschied muss natürlich sehr genau kennen. So, jetzt der zweite Punkt in dem Video ist dieser Informationsaustausch. Also das ist ja auch völlig kompletter Quatsch. Den Informationsaustausch OECD, CRS gibt es seit 2016. Hier hat sich in den letzten Jahren überhaupt nichts verändert. Und dieser Informationsaustausch basiert auch nicht auf der Staatsbürgerschaft. Ja? Das heißt, sobald du Deutschland verlassen hast, bekommen die deutschen Finanzbehörden überhaupt nichts mehr mit, was auf deinen Konten im Ausland passiert. Deutsche Konten sind natürlich komplett transparent für das Finanzamt, aber ausländische Konten, da hat das Finanzamt dann keinen Zugriff mehr. Wichtig ist natürlich, dass du dich bei deinen Banken im Ausland dann mit der neuen Adresse, mit deiner neuen Adresse im Ausland und der ausländischen Steuernummer anmeldest. Es gibt nichts Schlimmeres, keinen dümmeren Fehler, als ein Konto im Ausland zu eröffnen und dann dort deine deutsche Adresse anzugeben und deine deutsche Steuernummer. Dann bekommt das Finanzamt natürlich weiter Informationen von dieser Bank, weil die Bank ja denkt, dass du weiter in Deutschland wohnst. Also hier deine korrekte Adresse angeben. Wie gesagt, das hat nichts mit Staatsbürgerschaft zu tun. Da geht es rein um das Thema Ansässigkeit. Wo wohnst du? Wo bist du steuerpflichtig? Das musst du der Bank nennen und darauf basiert der Informationsaustausch. Idealerweise wohnst du in einem Land, in dem dich der Informationsaustausch nicht weiter kratzt. Zypern, Malta, Dubai etc. pp. Die Banken akzeptieren natürlich keine digitalen Nomaden. Die wollen immer wissen, wo du wirklich wohnst. In den genannten Ländern sind ja sowieso Auslandseinkünfte oder Einkünfte generell steuerfrei. Das heißt, da kratzt es die Behörden nicht, wenn du ausländische Einkünfte hast. Alternativ kannst du natürlich in Ländern ein Konto eröffnen, die gar nicht erst am Informationsaustausch teilnehmen, zum Beispiel die Philippinen oder auch Serbien, wobei das nicht immer unbedingt so zu empfehlen ist, denn vielfach sind die Banken in diesen Ländern ja keine Premium-Banken, sind vielleicht ganz gute Banken, aber größere Beträge würdest du dort vermutlich nicht parken. Das Beste ist, wenn du, wie gesagt, in einem Land wohnst, wo der Informationsaustausch sowieso egal ist. Wir helfen ja regelmäßig Mandanten in diese Länder umzuziehen. Wir helfen aber auch eben Mandanten umzuziehen, zum Beispiel in Länder wie Serbien oder die Philippinen. Und dann kannst du wiederum diese Adresse verwenden bei allen möglichen Banken dann, die am Informationsaustausch teilnehmen, um den Informationsaustausch ebenfalls zu verhindern. Wir haben zum Beispiel Mandanten, die sind nach Serbien umgezogen und eröffnen dann mit der serbischen Adresse ein Konto in Dubai. Dubai nimmt am Informationsaustausch teil, aber eben weil der Informationsaustausch nicht nach Staatsbürgerschaft geht, sondern nach Ansässigkeit und Serbien nicht am Informationsaustausch teilnimmt, werden keine Daten zu dem Konto ausgetauscht. Nur weil der Kontoinhaber deutscher Staatsbürger ist, heißt das noch lange nicht, dass dann Daten nach Deutschland fließen. Der dritte Punkt in dem Video war die erweiterte beschränkte Steuerpflicht, etwas, das wir natürlich hier auch oft auf diesem Kanal erwähnen. Die erweiterte beschränkte Steuerpflicht ist immer dann ein Thema, wenn du noch wirtschaftliche Interessen in Deutschland hast. Dazu zählt übrigens auch Krypto, denn hier wird von nicht ausländischem Vermögen tatsächlich gesprochen und Krypto gilt weder als inländisches, aber eben auch nicht als ausländisches Vermögen. Also auch wenn du Krypto besitzt, bist du von dieser weiter beschränkten Steuerpflicht möglicherweise betroffen. Sie gilt für alle, die in ein Niedrigsteuerland umziehen oder aber auch wohnsitzlos sind, das heißt digitale Nomaden sind. Was das bedeutet, ist, dass da noch weitere Einkünfte als die schon in der beschränkten Steuerpflicht definiert sind, dann in Deutschland zu versteuern sind. Hast du zum Beispiel deutsche Aktien, BMW oder Mercedes in deinem Depot,
völlig egal, wo das Depot ist, und verkaufst diese, dann ist normalerweise in Deutschland keine Steuer fällig, nachdem du ausgewandert bist, auf diese Veräußerungserlöse. Fällst du unter die erweitert beschränkte Steuerpflicht, dann musst du auch auf diese Einkünfte Steuern bezahlen, auf diese Veräußerungserlöse, um das Beispiel hier der Aktien anzubringen. Du kannst das verhindern, indem du in ein Land umziehst, mit dem es ein Doppelbesteuerungsabkommen gibt. Vielfach wird damit die erweiterte beschränkte Steuerpflicht ausgehebelt, weil das Doppelbesteuerungsabkommen entsprechende Schutzwirkung entfaltet. Aber auch das ist natürlich eine trickreiche Sache. Da gibt es relativ viele Sonderregelungen. In dem Video wird dann geschrieben, dass das Einzige, was dich rettet, eine steuerliche Ansässigkeitsbescheinigung ist. Das ist tatsächlich nicht der Fall. Auch das Finanzamt fragt in vielen Fällen nicht nach einer steuerlichen Ansässigkeitsbescheinigung. Manchmal ist das tatsächlich notwendig, aber nicht immer. Die steuerliche Ansässigkeitsbescheinigung ist letztlich nicht das, was dich rettet, sondern das, was eben im Abkommen tatsächlich steht. Das hängt zum Beispiel auch davon ab, ob es eine Rückfallklausel gibt oder eine Sonderregel. Zum Beispiel im Doppelbesteuerungsabkommen mit der Schweiz. Und die Schweiz ist ja das beliebteste Auswanderung der Deutschen. Dort gibt es die sogenannte überdachende Besteuerung. Sie gilt für 5 Jahre. Und wenn wir das Beispiel nehmen der deutschen Aktien, dann ist es tatsächlich so, dass wenn du in die Schweiz umziehst, diese Aktien aus Deutschland bzw. deren Veräußerung dann noch in Deutschland für 5 Jahre steuerpflichtig ist, obwohl du eine steuerliche Ansässigkeitsbescheinigung aus der Schweiz bekommst. Ja, auch wenn du dort in der Schweiz wirklich lebst, hängt es eben davon ab, was das Abkommen sagt. Und in diesem Fall, wie zum Beispiel der Schweiz, gibt es die Sonderregel der überdachenden Besteuerung. Da muss man also jedes einzelne Land separat anschauen. So, Uwe, ich denke, jetzt haben wir dir einige Punkte hier genannt, die meiner Meinung nach in diesem Video nicht korrekt sind. Es ist gut, dass du dich dort versicherst. Ich kann allen, die jetzt zuhören, die jetzt zuschauen, nur sagen, lasst euch hier von einem Steuerberater oder Rechtsanwalt beraten, wenn es um die Auswanderung geht. Das sind komplexe Sachverhalte und am Ende, wenn ihr Rechtssicherheit haben wollt, dann ist die Beratung ganz sicherlich entscheidend. Vielfach kann man beim Finanzamt eine sogenannte verbindliche Auskunft anfordern. Dann sagt dir das Finanzamt verbindlich, wenn du ins Ausland umziehst und das sind die Parameter, dann musst du mit dieser steuerlichen Belastung in Deutschland rechnen oder du musst damit rechnen, dass du noch in Deutschland steuerpflichtig bist. Das kann dein Steuerberater oder Rechtsanwalt für dich beim Finanzamt einreichen. Gibt es auch eine Gebühr beim Finanzamt dafür. Der Betrag richtet sich dann nach dem Sachverhalt. So, in diesem Sinne, wenn auch du tatsächlich auswandern willst und dich kompetent rund um die Auswanderung beraten lassen willst, wenn du hier einen Weg durch den Steuerdschungel suchst, dann sind unsere Seminare, unsere Events tatsächlich für dich die beste Gelegenheit, in wenigen Tagen sehr intensiv dich mit diesen Themen auseinanderzusetzen und mit sehr umfangreichem Wissen und großer Klarheit dann nach Hause zurückzukehren. Außerdem triffst du ganz tolle Leute, die ähnlich wie du auswandern wollen. Gleichgesinnte, ebenfalls Leistungsträger unserer Gesellschaft, die eine neue Zukunft im Ausland aufbauen wollen, mit dem du auf einer Wellenlänge bist. Das ist immer eigentlich das Beste an unseren Events. Also ich würde mich freuen, dich bei einem unserer Seminare oder Reisen begrüßen zu dürfen. Alle Infos auf unserer Webseite. Natürlich können wir gerne noch ein Beratungsgespräch buchen. Details dazu ebenfalls auf unserer Webseite. Link dazu ebenfalls in der Beschreibung dieses Videos. Wir tun seit 20 Jahren nichts anderes als Mandanten genau bei solchen Fragen zu beraten. Auswandern, Steueroptimierung im Ausland, Vermögensschutz. Ich selbst bin vor 25 Jahren ausgewandert. Ich habe vor 25 Jahren die EU verlassen. Ich habe es nie bereut und ich bin mir sicher, auch du wirst es nicht bereuen. Jetzt ist jedenfalls der richtige Zeitpunkt. Schau dir an, was alles in der Zeitung steht, sozusagen, wenn du Gründe dafür brauchst, warum man jetzt auswandern sollte. In diesem Sinne würde ich mich freuen, auch dich alsbald zu unserer Mandantschaft zählen zu können. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.